Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play des Stanley Parable. Ja, das wird vermutlich die letzte Folge sein, die ich jetzt hier aufnehme. Einfach aus dem Grund, ich habe noch zwei Enden gefunden, die wirklich spielbar sind oder quasi wo man sagen kann, okay, die kann man auf normale Spielweise erspielen. Es gibt zwar Enden, die man die man bekommen kann, wenn man einen gewissen Cheat eingibt oder einen Cheatcode, aber nachdem ich nicht so der Cheater bin, möchte ich das ehrlich gesagt auch gar nicht zeigen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach noch zwei weitere Enden, die man anscheinend spielerisch einfach ganz normal auf normalen Weg erreichen kann. Und das eine wäre, dass wir uns hier quasi aus dem Fenster wagen. Also quasi hier einfach mal auf dem Stuhl, auf den Stuhl drauf. Wenn ich denn da drauf komme, irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich sollte ich da raufkommen, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Hä? Wieso? Ah, jetzt. Okay, cool. Jetzt bin ich da oben auf dem Stuhl drauf und kann es... What the fuck? Okay, jetzt. Gut. So, wir können hier nämlich jetzt direkt aus dem Fenster raus und können somit das Spiel verbacken. Hui! Schön. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Aha. Are you sick of this gag? Ja. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Jetzt spielt er quasi extra Musik. Eieieiei. Okay. Ja gut, viel mehr können wir hier anscheinend nicht mehr machen. Also zumindest kommt es mir so vor. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Ich glaube, viel mehr können wir hier echt nicht machen, oder? Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zurück zum Menü, laden hier und ja, machen erstmal Folgendes. Es gibt jetzt nämlich noch ein Ende, was wir noch nicht haben. Dazu muss ich mal kurz schummeln und mal nachgucken, wie das Ganze funktioniert. So, genau. So, wir müssen nämlich, um ein gewisses Himmelsende zu erreichen, sozusagen, müssen wir diverse Computer benutzen. Und das wäre zum einen, glaube ich, Computer 419, den wir hier anscheinend nicht finden, sondern hier wahrscheinlich in dem Raum irgendwo. 419. Ah, okay, den haben wir schon. Dann 423 ist der nächste.
Input received, okay. Moment, ich gucke jetzt mal kurz was nach, ob das jetzt funktioniert. Oder ob ich da wirklich neu starten muss. Weil im Internet ist angegeben, dass man nach jedem Computer, den man benutzt hat, neu starten muss. Ich weiß nicht, inwiefern er das dann wirklich abspeichert. So, schauen wir mal hier. Ja, okay, gut. Wir müssen auf jeden Fall neu starten. So. Schwupps. So, dann ist der Computer der Chefsekretärin dran. Schauen wir mal, ob das jetzt wirklich funktioniert. Tralalalalalalalala. So, wunderbar. Gehen wir in den Konferenzsaal. Konferenzsaal haben wir auch geschafft. So, hier war keine Person, ja, bla bla. So, jetzt gehen wir rauf die Treppen und hoffen mal, dass es jetzt wirklich so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Also zumindest sollte es so sein. Nee. Na, klasse. Okay. Das Ende kann ich anscheinend nicht zeigen, weil es irgendwie anscheinend nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte. Funktioniert anscheinend nicht so. Weil hier steht, Computer der Chefsekretärin benutzen und danach einen Neustart machen. Aber im Grunde funktioniert das nicht mal. Ja, soll man angeblich neu starten? Ah, okay. Na gut, ich würde es jetzt mal einfach so machen, dass wir einfach irgendein Ende jetzt machen. Und am besten da runterfallen lassen von diesem Lastenaufzug. Und dann schauen wir mal, was er dann macht. Also ob wir dann den Computer von der Chefsekretärin erreichen können, also quasi, ob wir den dann irgendwie, ob da dann quasi steht, okay, Input Receiving oder so. Bla bla bla, ja, ist klar. Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. So. Jetzt schaue ich mal. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich gehe jetzt nochmal zum Boss-Office hinauf. In der Hoffnung, dass wir jetzt genau das erreichen, was ich erreichen möchte. Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, genau, perfekt. Waiting Input. Sehr schön. Ja, gut. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some beruhigende New Age Musik, ernsthaft. Ja, ja. Jetzt macht mal das Ding auf hier. Sieht ja sowieso beschissen aus. Eieiei. So, beruhigende New Age Musik, ja klar, mach auf. Mach mal auf jetzt. Sehr schön. Dankeschön. Na nü? Ich will da. Ja, danke. So. Dann machen wir das hier. So.
So, jetzt brauchen wir dann nämlich nur noch Computer 434 und danach Stanleys Computer. Den wir dann auch noch benutzen müssen. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze wirklich funktioniert dann. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwo runterschmeißen und kann das Ganze ein bisschen hinauszögern. Also ja, weißt du schon. Einfach beschleunigen, wollte ich sagen, beschleunigen. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, hier. Hier können wir lang. Weil da ist das, oder nee, Moment. Ich glaube noch schneller geht's, wenn wir den anderen Weg nehmen. Noch besser geht's mit dem Weg hier, glaube ich. Das wäre, glaube ich, der bessere Weg. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? So. Machen wir das. Dann drücken wir hier drauf. Wow. So viele Mitarbeiter gibt's, ne? 500 irgendwas oder 600. Wahnsinn. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? So, okay. Facility Power. Dort laufen wir jetzt einfach rein und drücken den On-Knopf. Oder, nee, den Off-Knopf, glaube ich, müssen wir drücken. Oder? Ist das der On- oder der Off-Knopf? Ich glaube, der Off-Knopf ist es. Hier. So. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. So, jetzt haben wir nämlich hier wieder das Ende mit dem Garten, also mit der Freiheit. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, Alter, wie langsam das aufgeht, wa? Unglaublich. Ich schlaf dabei ein. Ich schlaf doch dabei ein, Mensch. Mach doch mal hinne. Laber nicht so viel rum. Ich möchte raus. Ich möchte in die Freiheit. Hallo. Mach mal auf jetzt. So. Sehr schön. Rein da. Ja, schön. So, jetzt fehlen uns quasi wirklich nur mehr der Computer 434 und natürlich Stanleys Computer. Die müssen wir auf jeden Fall noch machen. Die beiden Computer und dann
haben wir das Himmelsende erreicht, sozusagen. Und das ist das Ende, das letzte, was ich euch zeigen kann. Alles andere ist halt wirklich nur mit Cheaten erreichbar. Und das ist eigentlich nicht in meinem Sinne. Und von daher... So, Moment. 434. Wo ist 434? Da. Na. Hallo? Hallo? Ich will da... Hä? Alter, ich will da Input machen. Ah, jetzt. Okay. Cool. So. Dann mache ich hier nochmal den Gang bis zum Lastenaufzug. So, nehmen wir den Weg hier, dass es ein bisschen schneller geht. Und dann müssten wir eigentlich bei Stanleys Computer anlangen, wo dann eben auch noch steht, awaiting input, und dann passt das. Dann haben wir es, dann haben wir das Himmelsende erreicht. So. Hui! Batsch. But in his eagerness to prove that he is Schön. in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. So, und nun? Jawohl! Input received. Und jetzt sind wir... Welcome, Stanley, to have... What the fuck? To heaven soll das heißen. Ja, und hier haben wir dann lauter schöne Knöpfe, die wir drücken können. Und es hat null zu bedeuten. Wir können hier wild Knöpfe drücken. Es ist vollkommen egal. Es bringt alles nix. Das ist... Alter. Ja, gut. Die schalten sich alle nach und nach wieder ein. Also von da, wir können drücken, was wir wollen. Wie wir lustig sind. Das ist der Himmel sozusagen. Das ist das Himmelsende. Und ja, und damit quasi auch das Ende, was ich euch noch zeigen kann und was ich so noch erreichen kann. Ja, Spiel neu starten wird nichts bringen, aber ja, so läuft das Ganze. So, speichern, März, oder nee, weißt du was, nein, oder, ja doch, machen wir das so. So, hier. So, das war Stanley Parable. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Die beiden Enden wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen und euch nicht vorenthalten. Wer es natürlich selbst spielen möchte, das Spiel gibt es auf Steam auf jeden Fall. Ich weiß nicht für wie viel, aber ich glaube nicht allzu viel. Könnt ihr euch auf jeden Fall leisten. Und ja, ich finde das Spiel wirklich genial gemacht. Mit so vielen Wegen, so vielen Möglichkeiten. Und ja, von da an sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer der nächsten Projekte wieder. Und bis dahin, liebe Freunde, macht's gut. Und bis zum nächsten Projekt. Euer Dominik alias Cakrix.